Hallo zusammen, in diesem Clip sagen wir euch, wie wir zur Thematik Gasfilter in Wohnwagen und Wohnmobilen stehen und geben noch eine kleine Empfehlung ab. Viel Spaß! Grundsätzlich schützt so ein Gasfilter mal in erster Linie die Gasdruckregelanlage, aber dann natürlich auch die angeschlossenen Verbrauchsgeräte wie beispielsweise einen Kühlschrank oder eine Gasheizung. Und relativ häufig taucht auch immer die Frage von den Campern auf, gibt es denn diese Schmutzpartikel wirklich? Um das jetzt auch ein für alle Mal zu klären, haben wir uns den Matthias von der Fachwerkstatt eingeladen, bei der wir auch drehen dürfen. Servus Hallo. Matthias. Die Frage reiche ich gleich mal an dich weiter. Findet ihr solche Schmutzpartikel, wenn ihr an den Anlagen zugange seid? Ja, es kommt vor, dass sich in den Gasleitungen Rostpartikel oder Metallteile lösen, beziehungsweise Schmutz mit reinkommt oder Öle in der Anlage sind, die sich dann halt auf die Geräte negativ auswirken. Mhm. Du hast schon angesprochen, das ist dann quasi oder äußert sich in einem Leistungsabfall. Das kann bis hin zu einem kompletten Ausfall der Geräte führen, kann natürlich dann auch wiederum die Endgeräte schädigen, wo es dann ziemlich teuer wird. Sprich Gasheizung oder Kühlschrank, wenn der dann kaputt geht, müssen Camper leider relativ tief in die Tasche greifen. Deswegen geben wir als Hersteller die Empfehlung ab, den Gasfilter auch einzusetzen, weil der wirklich nahezu 100% von diesen Schmutzpartikeln auch aus dem Flüssiggas rausfiltert. Denn eins ist klar, an der Reklamation, da haben weder die Camper noch wir Spaß. Deswegen wirklich die wärmste Empfehlung, setzt so einen Gasfilter ein. Matthias, besten Dank. Zum Abschluss noch zur Frage, wie häufig dass ihr die Filterpatrone tauschen müsst. Dazu ein ganz klares, kommt drauf an. Es wird in den wenigsten Fällen so sein, dass ihr bei jedem Flaschenwechsel auch die Filterpatrone tauschen müsst. Schaut einfach von Zeit zu Zeit mal in die Filtertasse, schraubt die Filtertasse auf. Wir sehen es hier, wie das Ganze gemacht wird, und an der Stelle müssen wir einfach sagen, das müssen wir auch ein Stück weit euch als Camper selbst überlassen, dass ihr da wirklich mal von Zeit zu Zeit reinschaut. Ihr seht es, das geht sehr, sehr zügig, dass ihr die Filtertasse mal abschraubt und euch die Filterpatrone anschaut, ob die wirklich schon verölt ist, ob die verschmutzt ist. Insofern guckt ab und an mal nach. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben, schreibt sie gern unten in den Kommentaren rein. Wir beantworten die Fragen sehr gerne. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst ein Like da oder ein Abo und bis zum nächsten Mal.